Gott spricht, von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht wusstest. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus Jesaja 48, Vers 6. Ich musste bei diesem Vers an den evangelischen Theologen Ernst Troeltsch denken, einen der Väter der historisch-kritischen Theologie. Und er hatte seine 3 Grundprinzipien, Kritik, Analogie und Korrelation. Und bei der Analogie geht es darum, dass ein Ereignis in der Vergangenheit für möglich gehalten wird, wenn es auch heute grundsätzlich möglich und beobachtbar ist. Also das, was unserem Erfahrungshorizont entspricht, das ist das, was wir auch für möglich halten in der Vergangenheit. Und dann werden biblische Geschichten angeschaut und alles, was nicht unserem Erfahrungshorizont entspricht, so wie Wunder, jemand läuft übers Wasser, jemand steht von den Toten auf, das wird dann als höchstwahrscheinlich nicht historisch aussortiert. Und man kann natürlich schon ganz grundsätzlich sagen, ist das denn ein angemessener Ansatz, wenn es nicht um historische Ereignisse an und für sich geht, sondern um den Anspruch, dass da ein lebendiger Gott in der Geschichte handelt? Und hier konkret sagt Gott ausdrücklich, ich tue Neues. Ich lasse dich Neues hören, ein Verborgenes, das du nicht wusstest. Direkt vorher hier in Jesaja 48, da spricht Gott zu seinem Volk in der Vertreibung und sagt, ich habe euch immer vorher angekündigt, was ich tun werde, damit ihr nicht dieses Geschehen euren Götzen zuschreibt und sagt, ja, die haben mich, Baal und sonst wer hat uns befreit. Sagt Gott, ich habe euch das vorher gesagt, dass ich das tun werde und dann tue ich es doch. Und dann tue ich es auch und ihr dürft wissen, dass es von mir kommt. Und in der Situation sind seine Leute sehr störrisch und wollen ihm trotzdem nicht die Ehre geben. Und er sagt, ich tue auch Neues. Ich bin der Gott, der neu in die Geschichte eingreift, der nicht gebunden ist an das, was schon war, an das, was du schon kennst. Nun, hängt das, ja, oder steht das vielleicht in der Spannung oder gehört zusammen mit der Tatsache, dass Gott immer wieder auch Verheißungen gibt und dass er in seiner Gnade, in seiner Liebe sich sogar bindet an sein Wort. Und wenn er Bünde schließt, wenn er Verheißungen gibt, wenn er Zusagen macht, dass er die auch einhält. Also er ist nicht eine launische Gottheit, der heute sagt, ich bin dir treu und morgen überlegt er sich das komplett anders. In dem Sinn wird er nicht was Neues anfangen. Aber wie er handelt, das, was er durch Jesus Christus getan hat, davon hatte auch ein Prophet wie Jesaja noch keine Vorstellung. Er hat einzelne Facetten gesehen in seinen Prophezeiungen, aber wie die sich zusammensetzen würden, das hat sich dann erst gezeigt, weil Gott ein Gott ist, der Neues tut. Ich habe mich heute mit jemandem darüber unterhalten, wie ist das, wenn mit dem Lohn im Himmel, wie ist das in der Herrlichkeit? Und wir merken, wir kommen ganz schnell an die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Und alle Versuche, das irgendwie zu strukturieren, zu analysieren, gehen in die Irre. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Er tut, was er will. Ja, er bindet sich an sein Wort. Er kündigt immer wieder im Voraus an, was er tun wird. Aber er überrascht uns auch, lässt uns Neues hören, Verborgenes, was wir nicht wussten. Und wir müssen nicht Angst haben vor einem unberechenbaren Gott, aber wir dürfen gespannt sein, was dieser lebendige Gott tut in unserem Leben und in dieser Welt. Und Herr, ich bekenne, dass du dieser analogielose Gott bist. Ja, mit wem soll man dich vergleichen, sagt schon dein Wort. Du tust Dinge, die niemand jemals zuvor getan hat. Und du tust sie in der Geschichte, du tust sie vor Zeugen und wir bezeugen deine Werke in der Geschichte und auch in unserem Leben. Und wir geben dir die Ehre. Amen.